Wenn du das erste Mal nach Wien kommst, solltest du diese 10 Dinge über Bus, U-Bahn und Straßenbahn wissen. In diesem Video gebe ich dir die besten Tipps, zeige dir, worauf du achten solltest und wie man ein Ticket kauft. Zeitangaben findest du in der Videobeschreibung. Hi, ich bin Grete, ich bin Fremdenführerin in Wien und ich mache Videos für Wien-Besucher. Nummer 1. Mit den Wiener Linien fahrt ihr in einem der besten öffentlichen Netze weltweit. Die Wiener Linien, das sind die Verkehrsbetriebe der Stadt Wien, betreiben Bus, U-Bahn und Straßenbahn. Und tagsüber müsst ihr normalerweise nie mehr als ein paar Minuten auf die nächste Verbindung warten. In der Regel sind 5 Minuten Gehweite eine Bus-, U-Bahn- oder Straßenbahnstation erreichbar. Diese Stationen sehen übrigens so aus. Und ergänzend dazu gibt es auch die Schnellbahn. Die Schnellbahn schaut so aus. Wenn ihr ein Ticket für Wien habt, könnt ihr all diese Verkehrsmittel miteinander kombinieren. Nummer 2. Ganz Wien ist eine Zone. Sie wird auch oft Kernzone oder Zone 100 genannt. Und in dieser Zone kostet das Ticket immer gleich viel. Ganz egal, wie lange die Strecke ist, die ihr fahrt. Aber Achtung, der Flughafen Wien liegt ungefähr 20 Kilometer außerhalb der Stadt und daher nicht mehr in dieser Kernzone. Ihr müsst daher ein extra Ticket lösen, wenn ihr vom Flughafen Wien in die Stadt wollt. Wie das geht, erkläre ich in diesem Video. Nummer 3. Finde das richtige Ticket für deine Reise. Wenn ihr ein Ticket kauft, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr eine einzelne Fahrt kauft oder eine Zeitkarte. Einzeltickets kosten 2,40 € pro Fahrt und ihr könnt dabei Bus, U-Bahn und Straßenbahn kombinieren, wie ihr möchtet. Wichtig ist, dass ihr das Ticket vor der Fahrt nicht nur kauft, sondern auch entwertet. Wie das geht, erkläre ich gleich. Es gibt verschiedene Zeitkarten in Wien. Wenn ihr für ein paar Tage in Wien seid, sind vermutlich die Tickets für 24, 48 und 72 Stunden besonders interessant für euch. Sie gelten für den angegebenen Zeitraum ab dem Zeitpunkt der Entwertung. Und vielleicht sind auch Wochenkarten für euch eine Option, aber Achtung, die gelten immer von Montag bis Montag. Das heißt, auch wenn ihr sie jetzt beispielsweise an einem Freitag kauft, gilt das Ticket dann nur von Freitag bis Montag. Hier kommt eine Übersicht über alle genannten Tickets. Am besten pausiert ihr das Video kurz. Und falls euch die Übersicht gefällt, freue ich mich schon mal über einen Daumen nach oben. Nummer 4. Entwerten nicht vergessen. Wenn ihr ein Ticket kauft, müsst ihr es auch entwerten. Erst dann ist es für die Fahrt gültig. Das macht ihr bei diesen kleinen blauen Maschinen. Macht ihr das nicht und werdet von einem Kontrolleur oder Schwarzkappler, wie wir in Wien sagen, erwischt, kostet das 105 € Strafe. Im Bus und Straßenbahn sind die Entwerter an Bord. Bei U-Bahn und Schnellbahn ist es nicht der Fall. Da müsst ihr das Ticket entwerten, bevor ihr einsteigt. Die Entwerter sind normalerweise bei den Treppen oder bei der Rolltreppe, bevor ihr zum Bahnsteig kommt. Nummer 5. Hier kaufst du die Tickets. Ich finde, die einfachste Möglichkeit, Tickets zu kaufen, ist bei den Automaten in den U-Bahn-Stationen. Die sind auch relativ einfach zu bedienen und akzeptieren sowohl Bargeld als auch Karte. Ihr könnt auch in den Straßenbahnen beim Automaten Tickets kaufen. Da sind aber die Einzeltickets ein bisschen teurer und kosten 2,60 € statt 2,40 €. Wenn ihr unsicher seid, welches Ticket für euch das Richtige ist und ihr mit jemandem sprechen möchtet, könnt ihr zu den Ticket- und Infostellen der Wiener Linien gehen. Wo die genau sind, blende ich gleich ein. Am besten pausiert ihr das Video dafür kurz. Und falls ihr das Video hilfreich findet, freue ich mich schon mal über einen Daumen nach oben. Nummer 6. So funktioniert der Ticketautomat. Hier wählt ihr aus, welches Ticket ihr haben möchtet. Oben sind die Einzeltickets. Weiter unten die Tickets für 24, 48 und 72 Stunden. Ich nehme ein Einzelticket. Hier könnt ihr auswählen, ob das Ticket gleichgültig sein soll oder ob ihr es später entwerten möchtet. Das heißt, das Ticket wäre erst dann gültig, wenn ihr es bei den blauen Entwertern abstempelt. Ich wähle das Ticket für die spätere Entwertung. Jetzt müsst ihr nur noch zahlen, das geht mit Bargeld oder Karte und ihr habt euer Ticket. Nummer 7. Kinder fahren gratis. Wenn du mit deinen Kids nach Wien kommst, habe ich gute Nachrichten. Kinder bis 6 Jahre fahren in Wien kostenlos. Und Kinder bis 15 Jahre fahren an Sonn- und Feiertagen sowie während den Wiener Schulferien ebenfalls gratis. Nummer 8. Mit diesen Apps findest du deine Verbindung. In der Wien Mobil App kannst du die Verbindungen suchen und auch gleich ein Ticket kaufen. Die App schlägt Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß und mit dem Fahrrad vor. Den Link dazu
gebe ich dir in die Videobeschreibung. Du kannst natürlich auch mit Google Maps deine Verbindung suchen. Google Maps kennt alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Nummer 9. Beachte die Öffi-Etikette. Es gibt nämlich einige Dinge, auf die Wiener empfindlich reagieren. Auf der Rolltreppe steht man rechts und geht links. Und es macht Wiener irre, wenn sie hinter jemandem auf der Rolltreppe warten müssen. Also am besten stellt dich rechts hin, weil sonst kann man schon mal einen unfreundlichen Hinweis kassieren. Bei U-Bahn, Straßenbahn und Bus die Fahrgäste erst aussteigen lassen und dann einsteigen. So geht's für alle schneller. Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste ist wichtig. Diese Pickel in den Öffis erinnern Sie daran, dass Sie Ihren Sitzplatz älteren und gebrechlichen Herrschaften, Personen mit Kind und Schwangeren anbieten sollten. Und zu guter Letzt noch ein aktueller Hinweis: Aufgrund der Pandemie sind in allen öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2-Masken verpflichtend. Nach diesem Öffi-Knigge würde mich interessieren, ob es auch in eurer Stadt geschriebene oder ungeschriebene Gesetze gibt, wenn man den öffentlichen Verkehr verwendet. Ich bin schon mal neugierig auf eure Kommentare. Nummer 10. Außerhalb der Rush Hour fährst du ohne Stress. Die Rush Hour ist in Wien in der Früh ca. von 7:30 Uhr bis 9 Uhr und am Abend ca. von 16:30 Uhr bis 19 Uhr. Wenn ihr euren Tag flexibel gestalten könnt, empfehle ich euch, diese Zeiten zu vermeiden, weil da die öffentlichen Verkehrsmittel relativ voll werden können.